Aktualisierte Amnesika-Anleitung. Die Foundation, wie auch ihre Vorgängerorganisationen, haben Gebrauch von gedächtnisbeeinflussenden Wirkmitteln gemacht, um sensible Informationen aus den Erinnerungen unautorisierter Individuen zu entfernen. Auch wenn wir solche Wirkmittel generell unter dem Sammelbegriff Amnesika und weniger korrekt Amnestika führen, haben wir tatsächlich eine große Bandbreite an verschiedenen Wirkmitteln benutzt, um diese Aufgabe zu erfüllen. Viele unserer häufig eingesetzten Amnesika sind selbst anormal, entweder bezüglich des Wirkmechanismus oder des Ursprungs. Der Fakt, dass Amnesikas häufig selbst Anomalien sind, macht sie effektiv Taumiel-Klasse SCPs, die rücksichtslos an jede MTF, jeden Feldagenten und jeden Forscher, der sie will, vergeben werden. Weiterhin ist die Gewinnung dieser Amnesika häufig entweder sehr gefährlich oder anderweitig, aus ethischer Sicht problematisch. Glücklicherweise hat die Neurowissenschaft seit der Gründung der Foundation merkliche Fortschritte gemacht. Und darum haben wir nun die Mittel, um nicht anomale amnesische Drogen herzustellen. Zusätzlich zu ihrer Nicht-Anomalität ist die nächste Generation amnesischer Drogen voraussichtlich kosteneffizienter für die Foundation und beweist ein besseres Sicherheitsprofil für die Patienten. Diese Drogen funktionieren vordergründig, indem sie Erinnerungsentkonsolidierung auslösen und damit die neuronalen Verbindungen zerstören, die episodische Erinnerungen kodieren. Die Drogen selbst sind mit speziell designten Nanopartikeln umhüllt, was das Anpeilen spezifischer Areale des Gehirns erlaubt. Das reduziert die Menge an benötigter Droge wie auch Nebenwirkungen. Der O5-Rat prüft im Moment Vorschläge, den Gebrauch traditioneller Amnesika nach und nach auszusetzen und sie mit nicht anomalen Alternativen zu ersetzen. Um diese Umstellung unter den Foundation-Personal zu bewerkstelligen, legen wir die folgenden Revisionen zum bestehenden Amnesika-Klassifikationssystem vor. Bitte beachten Sie, dass alle Klassen von Amnesika jetzt für den Komfort des Amnesika-Offiziers in oraler oder intravenöser Form und als Inhalat erhältlich sind und immer noch den Geschmack von Batterien und Pfefferminze besitzen, an den sich keiner von uns erinnern kann, den wir aber alle vertraut finden. Klasse A generell retrograd. Zur Löschung frischer und/oder spezifischer episodischer Erinnerungen. Während Klasse A Amnesika technisch gesehen Erinnerungen nach dem Zufallsprinzip entkonsolidieren, wirken sie zum größten Teil auf Engramme innerhalb des Erinnerungsrekonsolidierungsfensters von 5 bis 6 Stunden, da diese die Erinnerungen sind, die im Geist des Subjektes ganz vorne stehen. Das trifft besonders auf einzigartige episodische Erinnerungen zu, wie Begegnungen mit anomalen Phänomenen. Auch wenn sie nach dem ursprünglichen Erhalt am effektivsten sind, ist es möglich, ein Erinnerungsrekonsolidierungsfenster erneut zu öffnen, was es Amnesika-Offizieren erlaubt, bestimmte Erinnerungen auszulösen und dann zu löschen, lange nach ihrer ursprünglichen Formierung. Klasse B regressiv retrograd. Für die inkrementelle Löschung frischer Erinnerungen. Klasse B beginnen zuerst mit der Entkonsolidierung der als letzte geformten Erinnerungen und arbeiten sich dann nach hinten durch. Die Ausmaße der Gedächtnislöschung hängt von der Dosis ab. Eine Dosis von 75 Milligramm etwa resultiert im Durchschnitt in ca. 24 Stunden Gedächtnisverlust. Klasse C gezielt retrograd. Für die Löschung von spezifischen Erinnerungen von irgendeinem Punkt im Leben des Subjekts. Klasse C wird in Zusammenarbeit mit hochgenauem Neuroimaging und transkranialer Stimulation eingesetzt. Neuroimagers lokalisieren die spezifischen Erinnerungseingramme innerhalb des Gehirns des Subjektes. Und sobald diese spezifischen Engramme erreicht wurden, werden die Amnesika durch den Einsatz von präziser, nicht-invasiver Stimulation aktiviert, normalerweise durch Ultraschall oder magnetische Felder. Der Vorteil von Klasse C Amnesika ist, dass sie die chirurgisch präzise Löschung von Erinnerungen erlauben, unabhängig davon, wann sie geformt wurden, und sind ideal für die Entfernung von geheimen Daten aus dem Gedächtnis von Klasse D-Personal und neutralisierten humanoiden SCP-Objekten vor ihrer Entlassung. Der große Nachteil von Klasse C Amnesika ist die mangelnde Transportfähigkeit der dafür benötigten Ausrüstung. Darum werden Klasse C Amnesika am effektivsten in Foundation-Standorten verabreicht, auch wenn sich mobile amnesische Feldkliniken im Moment in der Entwicklung befinden. Klasse D progressiv retrograd. Für die Löschung früher Erinnerungen. Klasse D Amnesika sind das Gegenteil von Klasse Bs. Sie zielen zuerst auf die ältesten Erinnerungen ab und arbeiten sich dann nach vorn vor. Die Effekte hängen von der Dosis ab. Da dies eher eine Nischenanwendung ist, werden Klasse D Amnesika selten benutzt. Auch wenn sie per Design potenter sind als ihre Gegenstücke, ist immer noch eine extrem hohe Dosis erforderlich, um einen merklichen Teil des Lebens des Subjekts auszulöschen. Darum ist das Risiko der Nebenwirkungen gefährlich hoch. Es sollte bemerkt werden, dass Klasse D Amnesika nur auf explizite Erinnerungen wirken. Implizite Erinnerungen, vor allem Fähigkeiten, die das Individuum in seiner Jugend erlernt hat, bleiben unangetastet.
Klasse E Ennui. Um psychologische Zufriedenheit mit dem Anomalen zu erwirken. Um ehrlich zu sein, ist Ennui nicht wirklich der richtige Begriff für die psychologischen Effekte von Klasse E Amnesika. Man könnte sie eher als Antinostalgiedroge ansehen. Auch wenn sie immer noch auf neurale Verbindungen abzielen, entkonsolidieren sie diese nicht. Eher schwächen sie die Verbindungen, während sie die Erinnerung mit jedweden Emotionen trennen, positiv wie negativ. Damit werden alle Anreize, an sie zu denken, entfernt, was es ihr erlaubt, von selbst zu verschwinden. Klasse E Amnesika sind in Situationen am effektivsten, in denen die Unterdrückung des Anomalen nicht möglich ist und daher, um die Normalität aufrechtzuerhalten, die Anomalie als normal angesehen werden muss. Klasse E Amnesika bringen Subjekte dazu, die Welt so zu akzeptieren, wie sie ist, und zu vergessen, dass sie irgendwann mal anders war. Klasse F Fuge. Für die Löschung und den Wiederaufbau der Identität des Subjekts. Wie auch die alten Klasse F erzeugen diese Amnesika ein Fugenstadium oder dissoziierende Amnesie im Subjekt. Das Subjekt wird seine Identität vergessen und kann entweder vom Amnesika-Offizier mit einer neuen versorgt werden oder ihm kann erlaubt werden, selbst eine neue zu entwickeln. Klasse G Gaslighting. Um Subjekte an der Authentizität ihrer Erinnerungen zweifeln zu lassen. Klasse G Amnesika lösen eine Derealisation von Erinnerungen aus und lassen sie fantastisch oder traumhaft erscheinen, wodurch das Subjekt an ihrer Authentizität zweifelt. Standard-Klasse G-Feldamnesika sind so abgestimmt, dass sie auf Erinnerungen an das Anomale abzielen und werden am besten angewandt, wenn das Subjekt keinen greifbaren Beweis für seine Darstellung hat und das Zielen auf spezifische Erinnerungen nicht machbar ist. Klasse G-Amnesika, die auf nicht-anomale Erinnerungen abzielen, wurden vom Ethikkomitee verboten, sind im Moment auf Bitten des O5-Rates in Entwicklung. Klasse H Anterograd. Für die Verhinderung der Formierung neuer Erinnerungen. Klasse H Amnesika hindern das Subjekt daran, neue Erinnerungen zu formen und blockieren Erinnerungskonsolidierung so lange, wie das Wirkmittel im Körper des Subjektes ist. Die Dauer hängt von der Dosis ab, 75 Milligramm etwa halten im Durchschnitt für etwa 24 Stunden an. Klasse I vergänglich. Für die Auslösung eines vorübergehenden amnesischen Zustands. Klasse I Amnesika erzeugen eine vorübergehende Amnesie, indem sie die neuralen Verbindungen blockieren, die für Langzeiterinnerungen zuständig sind. Das hindert Subjekte temporär daran, sich an ihre Vergangenheit zu erinnern. Die Dauer hängt von der Dosis ab, wieder reichen 75 Milligramm im Durchschnitt für ca. 24 Stunden. Klasse W bis Z Menstika. Schutz gegen antimemetische und andere mnemonische Anomalien. Die Klassen WZ beziehen sich auf mnesische Drogen oder Drogen, die das Löschen von Erinnerungen verhindern/rückgängig machen und werden am häufigsten von der Abteilung für Antimemetik benutzt. Auch wenn sie in ihrer Funktion das Gegenteil von Amnesika sind, funktionieren sie beide, indem sie auf die neuralen Verbindungen für Erinnerungen einwirken, was die Herstellung nicht-anomaler amnesischer Drogen erlaubt. Klasse W Amnesika erlauben dem Subjekt neben einer generellen Steigerung der Gedächtnisleistung, Wissen über Antimemes aufzunehmen und zu behalten. Klasse X stellt die Kenntnis über zuvor wahrgenommene Antimemes und unterdrückte Erinnerungen wieder her. Klasse Y gewährt dem Subjekt perfekten Zugriff auf jede Erinnerung, die während der Zeit seines Wirkens gesammelt werden. Und eine einzige Dosis Klasse Z macht das Subjekt biochemisch unfähig, für den Rest seines Lebens irgendwas zu vergessen. Klasse Zs wirken ausnahmslos tödlich und resultieren typischerweise innerhalb von Stunden in einem Tod per Schlaganfall. Die Kombination von amnesischen und mnesischen Drogen wird nicht empfohlen. Bericht an den Aufsichtsrat bezüglich der Ethik von nicht-anomalen Amnesika. Aufseher. Auch wenn ich mir im Klaren über die zahlreichen ethischen und praktischen Nachteile konventioneller Amnesika im Klaren bin, bereue ich es zutiefst, dass eine zuvor unvorhergesehene Komplikation mit den nicht-anomalen Amnesika ans Licht gekommen ist. Der alleinige Fakt, dass sie nicht anomal sind, ermöglicht es Zivilisten, ihre eigenen primitiven, amnesischen Drogen herzustellen. Wie die Formeln geleakt wurden, wird noch untersucht, aber der Fakt, dass Leute nun in improvisierten Laboren Straßenamnesika wie Crystal Meth zusammenbrauen, bleibt bestehen. Sexuelle Übergriffe sind, wie man sich vorstellen kann, das häufigste Verbrechen, bei dem sie impliziert werden, aber sie werden ohne Zweifel benutzt, um alle Arten von Missbrauch zu vertuschen, kriminell, geschäfts- wie auch regierungstechnisch. Einige Leute nehmen sie willentlich, um ihre eigenen ungewollten Erinnerungen auszulöschen, aber selbst dann variiert die Potenz der Straßenformeln stark. Individuen, die eine Überdosis nehmen, verlieren am Ende zufällige Stücke ihrer Erinnerung, manchmal wichtige implizite Erinnerungen, und werden dadurch auf ein vegetatives Stadium reduziert. Schlechte Chargen sind fast normal und resultieren in permanenten Hirnschäden oder sogar Tod.
Gerüchte darüber, wie sie von zahlreichen autoritären Regimen benutzt werden, verbreiten sich wie Lauffeuer. Aber da ich selbst nicht in der Lage war, irgendeine dieser Horrorgeschichten zu bestätigen, werde ich mich nicht damit aufhalten, sie hier zu wiederholen. Die Medien haben diesen Ausbruch amnesischen Missbrauchs die vergessene Epidemie getauft und es ist unsere Schuld. Wir haben dieses Zeug geschaffen und durch unsere Fahrlässigkeit ist es auf den Straßen. Sicherlich liegt es in Teilen in unserer Verantwortung, diesen Missbrauch zu lindern. Ich empfehle, dass wir die volle Implementierung der nicht-anomalen Amnesika verschieben, bis wir die Ursache des Sicherheitsvorfalls gefunden und Maßnahmen ergriffen haben, um ein zweites Auftreten in der Zukunft zu verhindern. Die Foundation sollte Anstrengungen der Strafverfolgung, Produzenten von Straßenamnesika aufzuspüren, finanziell unterstützen und dann Klasse C-Amnesika verabreichen, um die Formeln direkt aus ihrem Gedächtnis zu entfernen. Die alten Amnesika mögen bei weitem nicht perfekt gewesen sein, aber die Zahl der Menschenleben, die es kostet, sie einzusetzen, wurde bereits von der ihrer nicht-anomalen Äquivalente in den Schatten gestellt. Wenn wir dem Ganzen Priorität geben, können wir dieses Zeug von der Straße entfernen und die vergessene Epidemie zu einem Ende bringen. Doktor, danke, dass Sie uns auf diesen Sachverhalt aufmerksam gemacht haben. So bedauerlich wie es ist, der Fakt, dass diese Straßenamnesika nicht anormal sind, schiebt ihren illegalen Gebrauch weit aus dem Autoritätsbereich der Foundation hinaus. Der O5-Rat hat einstimmig entschieden, dass die neue Generation der nicht-anomalen Amnesika wie geplant eingeführt wird und dass keine Foundation-Ressourcen dafür aufgewendet werden, ihren Gebrauch durch Zivilisten zu verhindern oder zu regulieren. O54